Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Der ungarisch-jüdische Komponist Mátyás Scheiber wurde 1905 in Budapest geboren. Seine Mutter war eine Pianistin, daher auch der frühe musikalische Einfluss, den man daran erkennt, dass Mátyás Scheiber schon mit 14 Jahren am Musikkonservatorium in Budapest Cello und Komposition studierte, Komposition bei Zoltán Kodály, den damals sehr berühmten ungarischen Komponisten. Während seines Studiums entstand auch sein erstes Streichquartett, das er im Alter von 18 Jahren komponierte und das wir neu eingespielt haben. Den Link findet ihr unter dem Video. Dieses Streichquartett wurde von dem ebenfalls sehr berühmten ungarischen Dirigenten Antol Doráti für Streichorchester bearbeitet. Nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, zog er mit nur 20 Jahren nach Frankfurt. Und dort schloss er sich einem Streichquartett als Cellist an, das auf einem Passagierdampfer spielte. Und 2 Jahre lang war er als Cellist auf diesem Dampfer tätig. Er beschäftigte sich sehr intensiv mit Unterhaltungsmusik und damals der große Einfluss in der Unterhaltungsmusik der Jazzmusik. 1927 kehrte er dann nach Europa zurück und wurde mit nur 22 Jahren Professor am Musikkonservatorium in Frankfurt, nämlich für Jazzmusik, weltweit die einzige Jazzklasse in einer Hochschule. Also schon eine erstaunliche Position und Stellung. Daneben leitete er ein eigenes Jazzensemble, spielte weiterhin als Cellist in einem Quartett, war auch als Dirigent tätig und komponierte sehr, sehr viele Werke, die sich vor allem an der Zwölftontechnik orientieren, die damals ganz neu war, und natürlich an der Jazzmusik. 1933 mit Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde diese Jazzklasse sofort geschlossen. Und Mátyás Scheiber beschloss auch sofort zu emigrieren. Er kehrte zunächst nach Ungarn zurück, nach Budapest. Von dort 2 Jahre später dann folgte die Emigration nach London. Und wie bei vielen jüdischen Komponisten in der Emigration tat er sich zunächst extrem schwer. Er hatte große finanzielle Probleme, er hatte Probleme als Musiker, als Komponist, Anschluss an das britische Musikleben zu finden, und er verdiente ein bisschen Geld als Arrangeur. Er schrieb Filmmusik, allerdings durchaus bekannt geworden, der Zeichentrickfilm Animal Farm, zu dem er die Filmmusik komponiert hatte. In den 40er Jahren fand er dann zunehmend Anschluss an das Musikleben. Er wurde ein ganz bedeutender Kompositionslehrer. Er hat allerdings immer nur privat unterrichtet, nie eine Position an einer Hochschule gehabt. Und seine Werke wurden auch zunehmend aufgeführt. Sein tragischer Tod hing auch gewissermaßen mit seinem Erfolg zusammen. 1960 wurde er von der Universität in Kapstadt für eine Vortragsreihe eingeladen, und als er in Kapstadt war, besuchte er den Krüger Nationalpark als Tourist und verunglückte mit dem Auto tragisch und starb wenige Tage später im Krankenhaus in Kapstadt. Obwohl er heute so wenig bekannt ist und auch in Ungarn der Name Mátyás Scheiber nur den wenigsten etwas sagt, zeigt sich seine Stellung als Komponist darin, dass György Ligeti sein Orchesterwerk Atmosphäre, das als Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts gilt, Mátyás Scheiber widmete. Ich hoffe, ihr liked unseren Channel, folgt unserem Channel und erfahrt mehr über jüdische Kultur, jüdische Komponisten.